Bei diesem Fahrzeug kann man mit Sicherheit sagen, es war vor unserer Zeit. Und trotzdem kennen wir es alle. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir mit dieser Form den Begriff Oldtimer assoziieren. Und spätestens beim Klang der Hupe denken wir an alte Filme und Zeichentrickserien. So, ja, das ist ein Ford Model A vom Baujahr 1930, der in den USA gebaut wurde. Dann wurde er ausgeliefert von der USA, wurde überführt in die Niederlande und dort wurde er erstmals zugelassen. Von der Niederlande ist er dann nach Trier an ein Ford Autohaus gegangen. Und wie lange er dort genutzt wurde, weiß ich nicht. Wo ich ihn geholt habe, war er dort als Werbeträger vor dem Autohaus, stand er im Freien. Und so sah er aus. Dann auch war er noch in Rot und mit einem Schild vorne 1928. Bei der ganzen Restauration hat sich herausgestellt, dass der 1930 ist und nicht 1928, weil etliche Details 1928 schon anders waren, noch anders waren. So, die Motorhaube auf, das ist natürlich, so, da gibt es zwei Varianten. Ich habe hier um das hier einzuhängen, habe ich hier einfach diese Einhängvorrichtung. Man kann sie aber auch, wenn man nur eine Seite auf hat, bis hinten anlehnen. Muss ein bisschen Vorsicht walten. Und hier ist dann dieser riesen Eisenklotz drin als Motor. Ein bisschen umgebaut, weil wir ja alltagstauglich werden. Die Lichtmaschine hat einen elektronischen Regler gekriegt, damit ja nicht ständig nur die Batterie leer ist. Und den Starter, der war hier mit dem Stößel, das habe ich umgebaut und hier, damit ich hier einen Magnetstarter habe, weil so viele Füße hat man ja gar nicht. Gas geben, die Zündung stellen, die Kupplung treten und dann das Ding abrutschen, das war mir nichts. Man achte auf diese Zündkabel, die sind absolut matterfest hier. Ne? Also da beißt sich der Matter selbst die Zähne aus. Da hat man nicht die Probleme, wie man die bei heutigen Autos hat. Das ist dann nichts. Ja, da hat man auch hier diese Schwerkraftkühlung, also ein offenes Kühlsystem. Und ja, alleine wie früher die Heizungsanlagen waren über die Schwerkraft, das Warme steigt nach oben, das Kalte steigt nach unten, geht durch den Kühler und so geht das dann rum. Das ist ein Vierzylindermotor, Viertaktmotor, ein Langhuber. Das heißt, Langhuber heißt, da ist bei einem Kurzhuber ist der Durchmesser und der Durchmesser größer als der Hub, den die Bläutstangen machen. Und hier ist es gerade umgekehrt, da ist der Durchmesser kleiner und der Hub größer. Dadurch erreicht der Motor zwar keine große Drehzahl, aber hat ein riesen Drehmoment. Das heißt also, man kann mit denen auch, wenn man das will, ja, im dritten Gang anfahren. Das geht auch zur Not. Der Winker war hier an der A-Säule. Die frühesten Autofahrer mussten noch manuell Handzeichen verwenden, um anderen Verkehrsteilnehmern mitzuteilen, wenn sie ihre Fahrtrichtung ändern wollten. Nach der Straßenverkehrsordnung, wenn ich mich auf öffentlichen Straßen bewege, muss das Auto auch dem entsprechen. Und da sind Winker nicht statthaft, sondern es müssen Blinklichter sein, inklusive einer Warnblinkanlage. Und weil ich keine Blinklichter hier vorne noch extra irgendwo anbringen wollte, habe ich ganz einfach diese Suchschein- oder diese Seitenscheinwerfer oder Nebelscheinwerfer, was es war, umgebaut, da orangene Birnen reingemacht und die nutze ich als Blinkleuchten. Man kann im Verkehr mitschwimmen, weil es schaltet sich schlecht. Man muss hat natürlich nicht von der Kreuzung diesen Anzug wie jetzt moderne Autos, aber es geht halt ein bisschen langsamer und man muss halt ein bisschen geduldig dann dahinterher fahren. Aber er fährt auch jetzt
bis 90 km/h fährt er. Also das ist auch ganz schön schnell. Und ja, und mit dem Fahren ist es natürlich so, das schnelle Fahren ist nicht das Problem. Das Problem ist erst das Bremsen. Weil das Auto hat 4 Trommelbremsen mit Gestänge. Das hat alles irgendwo ein bisschen Luft. Ganz gleichmäßig, dass alle Räder gleichmäßig bremsen, das kriegt man nie hin. Und man muss halt genügend Abstand halten zum Vordermann, dass man auch den nicht hinten drauf fährt. Ja. Das neigt natürlich dazu, viele, die dann irgendwo noch reinfahren. Aber naja gut, wenn man so ein Auto fährt, da ist man sowieso nicht in Eile. Selbst in den bewegten Zeiten der späten 1920er bis frühen 1930er Jahre, als die Welt sich im Wandel befand, fand die Mittelklasse ihren Halt in diesem Fahrzeug. Es wurde zwischen 1928 und 1931 produziert und ab 1932 als Lizenzbau dann als Gas A im späteren Moskwitzwerk in der Sowjetunion gebaut. Man hat 1930 sogar so einen Luxus schon gehabt, dass man, selbst wenn man hinten keine Türen hatte, schon eine Kurbelscheibe hatte, dass auch der hintere hier einen voll klimatisierten Sitz hatte. Haben hier den Starterzug, den Schock, haben hier die Zündverstellung von Hand, also nicht über einen Fliehkraftschalter oder über einen Unterdruckregler, sondern das muss man von Hand so ein bisschen nach dem Gehör machen. Wenn man es startet, immer auf Spätzündung stellen, weil sonst zieht es nicht durch. Hier hat man noch mal ein Handgas. Das gab es früher halt. Jetzt springt er schon mal schlecht an. Mal ein bisschen den Schock aufmachen, mal sehen, ob es dann besser geht. Ach halt, die Zündung müssen wir schon einschalten. Dreiganggetriebe, wo jedes Auto den vordersten Gang hat, liegt dann hier der Rückwärtsgang. Und wenn man dann an der Kreuzung steht und aus Versehen den Rückwärtsgang einlegt, dann hat man ein Problem mit dem der Hilfe einstand oder steht. Das ist die Temperaturanzeige jetzt. Und das ist die Temperaturanzeige. Aber wenn es hier mal so ein bisschen holprig ist, das stört dich nicht, ne? Nö. Obwohl das Auto jetzt ja 97, nee, Ist für 1900. 93 Jahre alt, ne? Von 19... Ja. Und da hast du jetzt keine Angst, dass wir hier stecken bleiben? Nö. Nein, solange das trocken ist, besteht da keine Gefahr. Die Gefahr besteht dann nur auf nasser Wiese, wo es dann aufweicht, weil es hat ja doch recht dünne, schmale Reifen. Und das ist ja dann mehr oder weniger wie fast so eine Trennscheibe. Das ist ein Ampermeter. Ampermeter, ja, das steht noch drauf, Ampere. Ja. Das zeigt den Ladezustand der Batterie an. Hier habe ich den Thermometer und hier oben habe ich diese Benzinanzeige. Und diese Benzinanzeige ist ganz einfach direkt gekoppelt über den Schwimmer im Tank. Und wenn der hoch runter geht, habe ich hier eine direkte Anzeige. Also das ist nicht irgendwo eine ganz rein mechanisch auch.
Einzige, was ich umbauen musste, ist, weil ich die keine passenden Kotflügel mehr gekriegt hatte und die anderen total durchgerostet waren, habe ich Kotflügel genommen mit vorne 2 Reserverädern, mit 2 Reservemulden. Das ist das, was nicht original. Original war hinten, wo jetzt der Koffer ist, die Halterung für das Reserverad. Und das musste ich wegnehmen, weil ich die Teile nicht bekommen habe. Bei so einem Auto muss man Kompromisse eingehen, weil es geht ja nicht. Entweder man will es wieder fertig haben oder ja, man wartet, bis man irgendwo mal so ein Teil irgendwo, wenn einer verschrottet wird, bekommt. Aber das muss dann auch aufbereitet werden und das ist dann doch sehr, sehr mühsam. Es gab verschiedene Karosserieversionen, darunter Tourenwagen, Roadster, Limousine, Kombi, Coupé und Cabriolet. Das Auto wog zwischen 954 und 1144 Kilogramm. Die Preise dafür waren zwischen 385 US-Dollar und 570, wobei das durchschnittliche Jahreseinkommen 1930 in den USA bei ca. 1300 Dollar war. Und wenn man heutzutage diese ganzen Oldtimer-Veranstaltungen sieht, man hat das ja jetzt auch der letzten Konsum-Rallye gesehen. Man ist mit Abstand das älteste Auto. So klang es damals auf den Straßen in den 20er und 30er Jahren. Es gibt wenige Autos noch vor Krieg. Der größte Teil geht dann bei 54, 55, 58 los. Und neuerdings wird es auch immer mehr, dass immer kräftigere Autos da mitfahren, die dann schon gerade mal 30 Jahre alt sind. Aber was sind denn 30 Jahre heute für einen Oldtimer? Das war jetzt ein kleiner Ausflug in eine Welt, wie wir uns sie kaum noch vorstellen können. Über einen Daumen nach oben oder ein Abo würde ich mich wieder Urst freuen. Bis bald, euer Jan.